Hast du heute schon die Nachrichten gehört? Bestimmt war darunter auch ein Bericht über eine Krise irgendwo in der Welt. Da gibt es Kriege, Hungersnöte, Klimaprobleme oder Wirtschaftskrisen. Und mit letztgenanntem steigen wir jetzt ein, um dir zu erklären, was die G20 mit all dem zu tun hat. Wir schreiben das Jahr 1997. Mehrere ostasiatische Länder sind von einer Wirtschaftskrise bedroht. Die Währung verliert ihren Wert, Unternehmen gehen Konkurs, viele Menschen verlieren ihre Jobs oder ihr angelegtes Geld. Auch andere Länder scheinen jetzt bedroht zu sein. Die Sorge war groß und deshalb gab es 1998 in den USA ein Krisentreffen, an dem 22 Nationen teilnahmen. Dieses Treffen war einer der Meilensteine auf dem Weg zur Gründung der G20 im Dezember 1999. G steht dabei für Gruppe und die 20 steht für die 19 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer plus die EU. Zusammengerechnet leben in den G20-Ländern etwa 2/3 aller Menschen. Diese Staaten haben einen mächtigen Anteil an der Weltwirtschaft und dem Handel. Die G20 ist keine Organisation, sondern ein sogenanntes informelles Gremium. Das heißt, sie können nicht direkt Gesetze beschließen, sondern geben lediglich Anstoß für Neuerungen. Ihre Meinung genießt aber hohes politisches Ansehen. Ein weiteres wichtiges Jahr für die G20 war 2008. Wieder einmal trafen sich die Finanzminister und Notenbankchefs zum Austausch. Zeitgleich bedrohte jedoch eine große Finanzkrise die Welt. Um die Krise in den Griff zu bekommen, holte man nun auch die Regierungs- und Staatschefs mit an den Tisch und hob die G20 so auf die höchste politische Ebene. Gemeinsam wurde zur Krisenbewältigung eine wichtige Finanzreform beschlossen. Heute finden die Treffen 1- bis 2-mal im Jahr statt. Am Tisch sitzen dann neben den Staatschefs, ihren Vertretern und den diversen Fachministern auch Wirtschaftsorganisationen wie beispielsweise die WHO und andere Landesvertreter. Welche Gäste teilnehmen dürfen, entscheidet der Präsident, dessen Land das G20-Treffen organisiert. Er wählt auch die Tagungsinhalte aus. Neben Wirtschafts- und Finanzthemen stehen mittlerweile nämlich auch andere Themen auf der Tagesordnung wie Klima, Energie, Ernährung, Gesundheit oder Soziales. Dabei ist das stetige Ziel der G20, die Krisen in der Welt zu bekämpfen und weitere zu verhindern. Bereits im Vorfeld der Treffen erarbeiten Vertraute der Staatschefs, sogenannte Sherpas, die anstehenden Themen. Das machen sie gemeinsam mit unterschiedlichsten Gruppen, wie zum Beispiel Gewerkschaften, Wissenschaftler oder Frauengruppen. Durch die G20 hat sich schon einiges getan. Beispielsweise wurden härtere Maßnahmen beschlossen, um Staaten und Steuerzahler vor finanziellen Belastungen zu bewahren. Die finanzielle Unterstützung ärmerer Länder wurde beschlossen. Und man einigte sich darauf, das Weltklima um 2 Grad zu reduzieren. Im Anschluss an die Treffen ist aber jedes Land selber dafür verantwortlich, diese Beschlüsse umzusetzen und Gesetze dazu zu erlassen. Es werden auch immer wieder kritische Stimmen gegenüber der G20 geäußert. Sie sei ein elitärer Club und hätte nichts mit Demokratie zu tun, denn was ist mit den Stimmen aus den übrigen Ländern der Welt? Die G20-Mitglieder stünden alle für eine Politik, die auf Wirtschaftswachstum und Profitmaximierung ausgerichtet sei. Sie begünstigten große Konzerne und Vermögensbesitzer. Das sei ungerecht und trage zu einer sozialen Ungleichheit, Kriegen und Flucht bei. Außerdem würden sich nicht alle Mitglieder an die beschlossenen Klimaschutzmaßnahmen halten. So bleibt es abzuwarten, was die G20-Treffen in Zukunft bewirken können.